Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Wir haben ein neues Event, Challenge the Total Price Value of 500.000 F-Coin. Und außerdem haben wir noch ein neues CS-Set im Shop, und zwar das Tiger Stripes Speed CS-Set 22468. 10% in verschiedenen Farben ist jetzt im Cash-Shop. Und ja, zurück zum Housing Decoration Contest. Das ist im Endeffekt die News des Tages. Und zwar haben wir einmal ein Private Housing Event vom 8. März bis 21. März und ein Guild Housing Event vom 22. März bis zum 4. April. Hier, also alles zusammen beinhaltet quasi diese 500.000 F-Coin als Preise. Show off your beautifully decorated housing and win prizes. Und zwar ist es einfach so, ihr geht im Discord auf Events. Und dann könnt ihr dort einmal auf diese beiden Foren klicken, also Events, und dann in diesem Beitrag Guild Housing Contest, Terms and Conditions, bla bla bla, Personal Housing Contents, Terms and Conditions, bla bla, und dann könnt ihr euch das alles nochmal durchlesen. Und das sieht dann im Endeffekt so aus, also wir sind jetzt erstmal im Personal Housing, weil das jetzt auch das ist, was jetzt schon gestartet ist. Wie gesagt, bis zum 21. März. Und how to participate, upload screenshots, minimum 3 of your personal housing in this forum. Information required, Server, Character Name und eben die mindestens 3 Screenshots. Participation details, each character can participate only once, no duplicate winners. 5 winners will be selected by the community by collecting the most fire reactions. Und 5 winners will be selected by the Flive Universe staff based on most interesting or cool theme. Die Gewinner werden bekannt gegeben am 29. März. Und die Preise, das ist jetzt aber nur für das Personal Housing, sind jeweils quasi gespiegelt. Einmal Community Selection, einmal Staff Selection. Hier ist nicht ganz sicher, glaube ich. Ich glaube, das haben sie nicht erwähnt, ob man auch doppelt gewinnen kann. Also wenn jetzt quasi jemand sowohl bei der Community als auch beim Staff Erster wird. Aber ich schätze mal schon, weil es eine separate Rankings. Also ich denke mal, man kann doppelt gewinnen, theoretisch. Und ja, man kann halt erster Platz jeweils 10.000 F-Coin gewinnen, zweiter Platz 5.000, dritter Platz 3.000, vierter Platz 2.000 und fünfter Platz 1.000 F-Coin. Und dann hier noch ein paar weitere Infos. In order to receive a reward, the server name, character name to receive the reward must be accurate. If the information for rewards distribution is not confirmed, the next winner in the ranking will receive the reward. The event period is based on UTC plus 0. Also mit der Zeitzone soll man einfach aufpassen. Und if you participate in an event by stealing someone else's image or work, you will be excluded from winning the event. Also Diebstahl wird nicht toleriert. Aber das waren tatsächlich auch schon alle Infos. Also wie gesagt, ob man bei beiden gewinnen kann, also ich schätze mal schon, weil wie gesagt, es macht einfach keinen Sinn. Und das ist jetzt eben dieses Personal Housing Contest. Also im Endeffekt, ihr habt euer Personal House in Game und dort werdet ihr dann einfach irgendwas dekorieren, euer eigenes Theme finden, eure eigene coole Deko einrichten und dann könnt ihr das hier einreichen und wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr dann eben was. Und jetzt gibt es das Ganze aber auch noch für Guild Housing. Und bei den Gilden ist es mehr oder weniger das Gleiche. Es beginnt halt erst am 22. März und geht dann bis zum 4. April. Auch hier mindestens 3 Screenshots vom Guild House. Hier muss man den Server, Gildenname, Character Name, also wahrscheinlich von dem einreichenden Character, I guess, und Screenshots einreichen. Jede Gilde kann nur einmal teilnehmen, ist ja eh klar. Und auch hier wieder 5 Gewinner von der Community gewählt und 5 Gewinner von Flive Universe Mitarbeitern gewählt. Die Gewinner werden bekannt gegeben am 12. April, genauso wie die Belohnungen. Und hier haben wir jetzt aber keine F-Coin als Gewinne, sondern Remis Custom Lucky Box für den ersten 150, zweiter 100, dritter 50, vierter 30 und fünfter 10 mal diese Remis Lucky Box. Das Einzige, was hier großartig anders ist, ist eigentlich, dass die Gilden-Rewards halt an eine Person übergeben werden. Also nicht an die Gilde irgendwie. Geht ja auch schlecht, höchstens ins Gildenlager vielleicht. Aber derjenige, der das Ganze hier für seine Gilde stellvertretend hochlädt, der bekommt diese Lucky Boxen. Also der bekommt die Belohnung im Endeffekt komplett für seine ganze Gilde. Und wie die dann verteilt werden, oder ob sie verteilt werden, das ist dann nicht dem Developer oder Publisher seine Schuld oder sein Problem, sage ich mal, wenn da irgendwas schief gehen sollte, sage ich mal. Das heißt, jede Gilde ist quasi selbst dafür verantwortlich, dass sie jemanden, den sie vertrauen, auswählt. Aber wenn der Kerl sich mit den Belohnungen einfach aus dem Staub machen würde, dann wird Gala dagegen nichts tun. Was eigentlich auch irgendwie logisch ist.
Und diese Gilden Rewards sind eben dadurch auch logischerweise tradable, also die könnte man dann auch theoretisch verkaufen. Und was ist eigentlich in dieser Lucky Box? Also der Rest ist wie gesagt gleich wie beim Personal Housing. Was ist in dieser Lucky Box? Ganz einfach, wir haben ja Remis Custom Lucky Box und das ist basically so eine Cash-Up Lucky Box von den Speed CS-Sets. Der Unterschied ist im Endeffekt, es können halt mehrere CS-Sets drin sein. Also ganz normal 10, 8, 4, 6, 2%, aber eben von unterschiedlichen Sets. Das heißt quasi, wir haben hier Japanese Uniform, wir haben Madrigal Guardian, Neo, Idol, Modern Sportswear, Future Runner, Sport Pop, Disco, Fantasy Towel, Music Beat etc. Also einfach Sets, die schon auch alle eigentlich ziemlich alt sind oder ein bisschen älter sind auf jeden Fall. Und eben eine große Auswahl in 8% und so weiter. Das ist dann eigentlich überall das Gleiche. Und wir haben, glaube ich, die gleichen Wahrscheinlichkeiten wie im Cash-Up, also 40% Chancen, 2% Sets zu ziehen, 30% 4%, 15% auf 6%, 10% auf 8% und nur 5% auf ein 10% Set. Wir haben ja einmal die Category halt als Ganzes und die einzelnen Rates stehen nochmal am Rand. Also, ja. Ja, und dann kommen wir noch zur abschließenden Bewertung des Events. Also, wenn man das sich jetzt alles so durchliest, denkt man sich wahrscheinlich, naja, ich meine, auf meinem Server gibt es vielleicht nur 10 Gilden und vielleicht auch nicht ultra viele Spieler, die das Housing-System nutzen. Ich denke, ich habe ganz gute Chancen. Ja, da solltet ihr nochmal nachdenken. Das Problem bei dem Event, also für mich sind es Probleme auf mehreren Ebenen. Also ich bin einfach kein großer Fan, sage ich schon mal offen und ehrlich, meine persönliche Meinung. Ich probiere es jetzt trotzdem auch ein bisschen objektiv darzustellen einfach, warum es kein so gutes Event ist. Also erstmal wird hier mit 500.000 F-Coin beworben, was schlichtweg irgendwie, ich meine, es ist nicht falsch, da steht der Total Price Value auf 500.000 F-Coin. Nicht, dass es tatsächlich 500.000 F-Coin gibt, aber wie immer bei solchen schönen Grafiken, fett in Gold steht 500.000 F-Coin und dass es eigentlich keine 500.000 F-Coin sind, naja, steht halt nicht so fett da. Klassischer, ja, ihr wisst, was es ist. Und ja, keine Frage, diese Lucky Boxen mit den Speed CS-Sets, die sind bares Geld wert, vor allem wenn man sie verkauft wahrscheinlich. Die werden ganz gut weggehen, denke ich mal. Alles schön und gut, aber es gibt halt noch ein paar weitere Dinge. Und zwar, wenn ihr in den Terms and Conditions ein bisschen aufgepasst habt, dann ist es so, dass hier der Servername eingegeben wird. Der Servername lässt darauf schließen, dass alle Spieler gegeneinander in der Competition sind und alle Gilden. Und zwar nicht nur Burodeng, sondern alle Server. Also alle Spieler auf LaWolf, alle Spieler auf Mir, alle auf Klarfahren, alle auf Totemia, alle auf Burodeng, alle auf bla 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 bla, teilen sich diese Gewinne. Das heißt, die Chance zu gewinnen ist sehr klein. Also egal wie gut ihr denkt, dass ihr eingerichtet habt oder wie gut ihr eingerichtet habt, ihr competet gegen hunderte Gilden, tausende Spieler, sofern sie teilnehmen natürlich. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, wenn keiner teilnimmt, dann natürlich nicht. Aber grundsätzlich, ihr competet gegen die ganze Welt, gegen komplett Flive Universe und eben nicht nur gegen Leute auf Burodeng oder so. Und das macht die ganze Sache eben nahezu unmöglich, da irgendwas zu gewinnen. Sagen wir es einfach, wie es ist. Und das nächste ist halt, man wird halt irgendwo gezwungen, auch hier Geld für etwas auszugeben, was halt effektiv nichts bringt. Und wie gesagt, wenn man sich die Gewinnchancen vor Augen hält und man kauft sich jetzt hier, keine Ahnung, Sachen im Wert von 2.000, 3.000 F-Coin oder so, um sein Haus cool einzurichten. Zugegebenermaßen, wenn man F-Coin ausgibt, die Sachen scheinen permanent zu sein. Also zumindest diese Möbelsachen sind wohl permanent. I guess, steht zumindest nichts dabei. Von dem her, okay, du kaufst das einmal, du musst es nie wieder kaufen. Wenn du einmal ein cooles Haus eingerichtet hast, okay, passt. Kann man machen. Ja. Aber wenn man das eigentlich nicht unbedingt will, aber trotzdem irgendwie an einem Event teilnehmen will, ist man halt, wie gesagt, ein bisschen dazu gezwungen. Dann gibt es natürlich hier noch die Variante mit dem Penya. Okay, aber erstens mal hat man hier eine wesentlich begrenztere Auswahlmöglichkeit. Also ich bezweifle mal, dass diese 21 Boxen hier alles beinhalten, was es auch im Cash-Shop gibt. Das bezweifle ich ganz stark, ehrlich gesagt. Und von dem her hat man hier auf jeden Fall einen Vorteil, wenn man F-Coin ausgibt, beziehungsweise wenn man generell einfach mehr Geld ausgibt. Und man ist, wie gesagt, grundsätzlich gezwungen, entweder Penya oder F-Coin auszugeben, für, wie gesagt, etwas, was halt einfach keinen Impact auf dein Game hat, oder zumindest keinen positiven Impact, weil du hast nichts von diesen Möbeln. Es sieht cool aus, aber du hast nicht effektiv was davon. Und das sind so meine Probleme mit dem Event. Also extrem niedrige Gewinnchancen, hoher Kostenpunkt, entweder, also ich meine, gut, hoher Kostenpunkt, wenn man es jetzt nur mit Penya einrichtet und einen Screenshot macht, kann man das Ganze wahrscheinlich bei knapp über 10 Mio halten. Okay,
Oder vielleicht bei 20 Mio, keine Ahnung. Ist jetzt nicht so viel zugegebenermaßen. Aber ich glaube halt, dass die Gewinnchancen relativ niedrig sind, wenn man nur mit Penya teilnimmt. Also ich denke mal, da muss man schon ein bisschen mehr investieren, um hier tatsächlich in die Top-Ränge zu kommen. Und wie gesagt, extreme Konkurrenz. Und die Preise sind dann eigentlich tatsächlich gar nicht mehr so gut, weil diese 500.000 F-Coin verblassen halt recht schnell, wenn man realisiert, der beste Gewinn sind basically 10.000 F-Coin an literally 2 Spieler. Alle anderen kriegen wesentlich weniger oder gar nichts. Und ja, das war so meine abschließende Meinung zu dem Event. Also, wenn ihr daran teilnehmt, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück. Ihr werdet es auf jeden Fall brauchen. Und ja, viel Erfolg, viel Spaß dabei. Ich persönlich werde wahrscheinlich nicht daran teilnehmen, weil es mir das einfach nicht wert ist. Und ja, genau. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Fly of Universe. Haut rein. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis dahin. Ciao, ciao.